begrüße Sie heute auf der derzeit größten und mit 4,9 Millionen Euro geförderten Baustelle der Stadt Chemnitz. Hier in der alten Aktenspinnerei kann man vielleicht schon vage erahnen, wie unsere künftige Zentralbibliothek aussehen wird. Genauer weiß es aber unser heutiger Gast. Sie blickt den bevorstehenden Veränderungen nicht nur mit Optimismus und Vorfreude entgegen, sondern setzt auch alles daran, den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Angela Malz ist von ganzem Herzen Bibliothekarin. Die gebürtige Frankenbergerin begann ihre Laufbahn bereits im Jahr 1984 am Auskunftstresen der Universitätsbibliothek und ist ihr bis heute treu geblieben. Dank ihres langjährigen Engagements und dem umfangreichen Wissen über den Bestand empfahl sich Frau Malz als Direktorin der Bibliothek und übernahm vor rund 10 Jahren dort die Leitung. Da verwundert es nicht, dass sie auch bei der Planung der neuen Universitätsbibliothek maßgeblich beteiligt ist. Natürlich kann sie es kaum erwarten, all ihre Ideen und Gedanken in die Tat umzusetzen und freut sich auf die vielen Möglichkeiten, die ihr die neuen Räumlichkeiten bieten werden. Hallo Frau Malz, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo und vielen Dank für die Einladung zum 10. TUC Talk. Sehr gern. Sie sind ja seit 2010 die Direktorin der Universitätsbibliothek. Was hat sich denn für Sie und für die Bibliothek seither verändert? Bevor ich 2010 Direktorin wurde, durfte ich schon üben, weil ich schon 2006 mit der Leitung der Bibliothek beauftragt wurde. Und das war auch gut, weil wir damals vor der großen Herausforderung standen, unsere Bibliothek in das digitale Zeitalter zu überführen. Im letzten Jahr hatten wir 775.000 Ausleihen von gedruckten Büchern und über 1,7 Millionen Aufrufe von digitalen Volltextdokumenten. Das zeigt, dass wir die Herausforderungen gemeistert haben. Wir haben jetzt eine Bibliothek, in der digitale und analoge Medien gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich gegenseitig bereichern. Sie haben es ja eben auch schon selbst erwähnt, die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor Büchern nicht Halt. Aber warum glauben Sie, braucht man denn im Zeitalter von Google und Co. dann überhaupt noch Bibliotheken? Es ist falsch zu glauben, dass dieses gesamte Wissen der Welt im Internet zur Verfügung steht und dann vielleicht auch noch kostenfrei zur Verfügung steht. Weil ein Großteil des Wissens immer noch über Verlage publiziert wird und die Verlage ihre Produkte gern verkaufen. So wie die also früher ihre gedruckten Bücher verkaufen wollten, verkaufen sie jetzt elektronische Bücher, elektronische Zeitschriften und Datenbanken. Und wir als Bibliotheken kaufen diese Medien und stellen sie dann unseren Nutzern zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Büchern, die im Vor-Internet-Zeitalter entstanden sind und die aus Urheberrechtsgründen überhaupt noch gar nicht digitalisiert werden können. Also es wird für eine lange Zeit noch gedruckte Bücher geben, die wirklich nur gedruckt vorliegen. Außerdem ist eine Bibliothek nicht nur ein Ort für Bücher oder für Information oder Wissen, sondern auch ein Ort für Menschen. Und Menschen kommen wirklich sehr gern in Bibliotheken, weil sie dort die störungsfreie Atmosphäre lieben, weil sie dort in Ruhe arbeiten, lernen, lesen können, weil sie sich inspirieren lassen können oder einfach nur Menschen treffen können und vielleicht auch ihre Prüfungsangst mit jemand anderem teilen können. Meist sieht man ja als Nutzer aber auch nicht, wie viel Aufwand hinter so einer Bibliothek steckt. Aber Sie und Ihr Team werden doch sicherlich viel mehr leisten, als Bücher nur in ein Regal zu stellen, oder? Das stimmt. Bücher ins Regal stellen und die Bücher im Regal ordnen ist nur ein kleiner Teil unserer Aufgaben. Wir sind 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben ganz verschiedene Aufgaben. Dazu gehört zum Beispiel das Management der elektronischen Daten, weil all die elektronischen Medien müssen ja irgendwie in unseren Katalog kommen und müssen so aufbereitet sein, dass sie also recherchierbar und nutzbar sind. Wir führen Veranstaltungen durch zur Vermittlung von Informationskompetenz. Es gibt also ganz verschiedene Themen, die wir vermitteln, angefangen von Rechercheschulungen bis hin zur Literaturverwaltung. Wir beschäftigen uns mit Öffentlichkeitsarbeit, gestalten unsere Homepage oder gestalten gedruckte Informationsmaterialien, sind in sozialen Medien unterwegs, haben einen eigenen Universitätsbibliotheksblog und sind bei Facebook dabei. Außerdem organisieren wir gern Veranstaltungen. Ein Beispiel ist das Literarische Quintett, was in diesem Jahr schon zum 11. Mal stattfindet. Das organisieren wir gemeinsam mit der Professur für Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft, also mit Frau Professor Malinowski und mit dem Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät. Und wir haben damit ein Format gefunden, was aus dem Veranstaltungsleben unserer Universität nicht mehr wegzudenken ist.
Das alles, was Sie genannt haben, ist ja aber nur ein kleiner Teil Ihrer Arbeit. Denn als Direktorin koordinieren Sie auch Projekte und andere Abteilungen wie den Universitätsverlag, das Universitätsarchiv oder das Patentinformationszentrum. Wie schaffen Sie es da, den Überblick zu bewahren? Wir haben wirklich eine Menge von Aufgaben, die man vielleicht auf den ersten Blick mit einer Bibliothek nicht unbedingt verbindet. Dazu gehört die Unterstützung unserer Wissenschaftler beim Publizieren. Sie können also Ihre wissenschaftlichen Texte in unserem Universitätsverlag verlegen. Wir unterstützen bei Open Access Publikationen auch finanziell. Wir haben dafür DFG-Mittel eingeworben. Wir unterstützen beim Zweitveröffentlichungsrecht oder bei bibliometrischen Analysen. Wir haben mit dem Universitätsarchiv seit 2014 eben auch das Gedächtnis unserer Universität in der Bibliothek. Und das von Ihnen genannte Patentinformationszentrum ist wahrscheinlich so der besondere Teil unserer Bibliothek, weil das Patentinformationszentrum gibt es schon seit 1878. Seit dieser Zeit werden Patentschriften in Deutschland ausgelegt. Und ich habe ganz viel gelernt über gewerblichen Rechtsschutz und ich weiß jetzt genau die Unterschiede zwischen Patent, Gebrauchsmuster, Design und Marke. Wir sind auch international vernetzt und sind im Moment Leadpartner von einem sächsisch-tschechischen Projekt. Wir wollen also mit den Bibliotheken in Liberec, Pilsen und Zittau einen gemeinsamen virtuellen Lernraum erstellen. Und vor wenigen Tagen ist uns gelungen, das erste deutsch-sächsische Konsortium für die Nutzung elektronischer Medien auf den Weg zu bringen. Also der Strauß meiner Aufgaben ist total bunt und es kommen ständig neue dazu, weil wir natürlich ständig bemüht sind, neue Dienstleistungen in unser Portfolio aufzunehmen, um also den Nutzerwünschen zu entsprechen. Aber ich habe 65 Mitarbeiter und die sind jeder für sich gesehen Experte auf seinem Gebiet, sodass ich also mich auf ein wirklich gutes Team stützen kann und die sorgen dann auch dafür, dass ich den Überblick behalte. Bei Ihrer täglichen Arbeit legen Sie ja auch besonderen Wert darauf, dass Ihre Nutzer zufrieden sind. Und so hatten Sie sich auch die Errichtung einer neuen und modernen Bibliothek gewünscht. Und tatsächlich wird nun seit 2014 hier auf dem Brühl die alte Aktenspinnerei umgebaut. Aber wieso hat man sich denn gerade für dieses mittlerweile 160 Jahre alte Gebäude entschieden? Die Idee, dass dieses Gebäude umgebaut wird, entstand 2010 innerhalb dieser Bewerbung, als Chemnitz Stadt der Wissenschaft werden wollte. Viele Menschen hatten sich damals zusammengesetzt und überlegt, wie man Chemnitz als Stadt der Wissenschaft präsentieren kann. Und ein Thema war Denken im Zentrum. Also wie schafft man es, dass Chemnitz als Universitätsstadt, als junge Stadt sichtbar wird und wie schafft man es, studentisches Leben in die Innenstadt zu bringen. Damals entstand die Idee, dieses Gebäude hier auszubauen. Stadt der Wissenschaft ist Chemnitz leider nicht geworden, aber die Idee, dass dieses Gebäude Bibliothek wird, die ist eben über diese Bewerbungsphase hinweg gewachsen und wird eben seit 2011 wirklich sehr intensiv verfolgt. Das Gebäude war ja wirklich im 19. Jahrhundert eine Baumwollspinnerei, die als Aktiengesellschaft organisiert war, deshalb eben Aktienspinnerei und hat dann im Laufe ihrer Geschichte eine ganz wechselvolle Nutzung gehabt. Im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude stark zerstört worden und nach dem Krieg auch nur notdürftig wieder aufgebaut. Und ich selbst kann mich noch erinnern, dass ich in dem Gebäude die Puppenbühne Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, befand, die Stadtbibliothek, das Kaufhaus Glücksauf und am Ende dann auch noch die Neue Sächsische Galerie. Und wir haben endlich die Möglichkeit, all die Ideen, die wir jahrelang in der Schublade hatten, weil wir sie nicht verwirklichen konnten, in diesem Gebäude jetzt zu verwirklichen. Nun sind wir natürlich alle sehr neugierig, wie das Konzept der neuen Bibliothek aussehen soll. Was genau wird denn hier entstehen? Also zur Sanierung dieses Gebäudes gab es einen Architekturwettbewerb und in dem Wettbewerb war ganz klar beschrieben, dass erstens die Kubatur dieses Hauses erhalten bleiben soll bzw. wiederhergestellt werden soll und auch die markanten Details in dem Gebäude erhalten bleiben. Die Kubatur ist schon wieder aufgestellt. Man sieht also, dass dieses Haus aus einem 5-geschossigen Mittelstück bestehen wird und 2 Flügeln, die jeweils 4 Geschosse haben werden. Und wir sehen hier diese gusseisernen Säulen und diese Gewölbedecke, die beiden wirklich sehr markanten Teile dieses Gebäudes, die eben wieder erhalten bleiben und unserer Bibliothek dann auch eine bestimmte Struktur und eine bestimmte Atmosphäre geben werden. Und wir können in diesem Haus endlich Nutzerplätze einrichten für alle Nutzergewohnheiten. Also für Nutzer, die es ganz still mögen, die können sich in kleine Arbeitskabinen zurückziehen oder sie können sich in den Lesesaal setzen, der über 3 Etagen sich erstrecken wird, der eine Empore haben wird und mit einem Glasdach
gedeckt sein wird, was also bestimmt eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen wird. Und für die Nutzer, die gern ein bisschen quatschen und sich gern ein bisschen in der Bibliothek treffen, wird es eine Lern- und Kommunikationszone geben. Also so ein ganzer Flügel wird nur zum Kommunizieren und sich Treffen eingerichtet. Wir werden Gruppenarbeitsräume haben mit flexiblen Wänden, die man dann auch zusammenschalten kann zu Veranstaltungsflächen, die extra einen Eingang zur Straße der Nation haben werden. Wir werden einen kleinen Lesegarten kriegen hinter der Bibliothek und wir werden 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche öffnen, sodass also rund um die Uhr in unserer Bibliothek gearbeitet werden kann. Und hier, wo wir jetzt sitzen, denke ich, werden wir einen Freihandbereich einrichten. Also hier werden viele Bücher stehen und entlang der Fenster Einzelarbeitsplätze. Das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Aber ab wann wird denn die neue Bibliothek zugänglich sein für die Nutzer und was passiert dann eigentlich mit den alten Standorten? Im Sommer 2019 soll dieses Gebäude übergeben werden. Bei der Übergabe wird es noch ziemlich leer aussehen. Es wird wenige Einbauten geben und wir müssen dann erst beginnen, dieses Gebäude zu möblieren. Wir werden also alle Freihandregale, alle Tische, alle Stühle, alle Büros ausstatten müssen. Wir werden die Gruppenarbeitsräume ausstatten müssen. Also das wird eine große Arbeit und dann beginnt der Umzug. Und alle Bibliotheksteile, die es jetzt gibt, das Universitätsarchiv und das Patentinformationszentrum werden hier reinziehen. Das bedeutet, wir werden also weit über 1 Million Bücher und Zeitschriften bewegen müssen. Wir werden 3,3 Kilometer Akten des Archivs hier rein transportieren müssen. Wir werden jede Menge Technik, jede Menge Arbeitsutensilien hier hereinbringen müssen. Das wird eine Weile in Anspruch nehmen. Den ganz genauen Termin der Eröffnung kann ich erst sagen, wenn ich weiß, wann genau das Haus uns übergeben wird. Aber ich verspreche, dass wir uns unwahrscheinlich beeilen werden bei dem Umzug, weil ich natürlich möchte, dass das Haus so schnell wie möglich für die Nutzer geöffnet wird, weil ich sicher bin, dass hier eine Bibliothek entstehen wird, die ganz besonders sein wird und in die man gerne geht und wo man immer wieder kommen möchte. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt, wie es dann am Ende hier aussehen wird. Und ich wünsche Ihnen bis dahin auf jeden Fall gutes Gelingen und viel Durchhaltevermögen. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank. Beim nächsten Mal begrüßen wir den Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Professor Dr. Jörn Ihlemann, der gleichzeitig auch der Leiter der Professur Festkörpermechanik ist. Wir sprechen mit ihm unter anderem darüber, welche Großforschungsprojekte derzeit an unserer Universität laufen und wie der wissenschaftliche Nachwuchs besser gefördert werden kann. Wir nehmen Ihre Fragen zum Thema wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse entgegen. Bis zum nächsten Mal.